Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft Nature. Heute geht es mal hier um diese kleine Mini-Hängematte von OneWind. Die ist nur 1,60 Meter mal 1,40 Meter und das ist eine Gierhängematte, aber sie ist nicht nur für Gier geeignet. Ich wollte euch mal zeigen heute in dem Video, was man alles damit anstellen kann. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, kann man das wunderbar benutzen, damit man sein Gier nicht auf den Boden legen muss. Man kann es wie so ein Tischnetz, Spannnetz benutzen, kann die Sachen schön da reinlegen. Aber natürlich ist das noch nicht alles. Eigentlich ist diese Hängematte vorgesehen, um sie unter eine andere Hängematte zu spannen und seine Sachen zu verstauen. Aber sie ist genauso vernäht wie eine richtige. Das heißt, ihr könnt euch auch reinsetzen. Und das macht die Funktionalität natürlich noch um einiges besser. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also die Hängematte hier, die wiegt 277 Gramm, hat ein sehr kleines Packenmaß, wie ihr das schon gesehen habt. Ich muss noch dazu sagen, die Baumbefestigungen hier, die ich angebracht habe, die sind nicht dabei. Die Hängematte hat hier eigentlich nur so eine Schnur und die ist recht kurz. Also das werde ich noch umbauen. Aber heute geht es ja eigentlich nur mal darum, was man mit dem Ding alles so anstellen kann. Ja, also das erste war halt praktisch die Ablage für euer Gier, damit ihr das nicht auf dem Boden habt. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ihr da ruckzuck einen Bushcraft-Sitz draus baut. Los geht's! Für den Bushcraft-Sitz braucht ihr eigentlich nur zwei Bäume, die relativ dicht aneinander stehen. Ja, das passt bei mir hier gerade. Ich habe die Stelle natürlich nicht zufällig ausgewählt. Ja, und was ihr dann machen müsst, ist ein Spanngurt so weit wie es geht oben zu befestigen, so hoch wie er kommt. So. Sehr schön. So, und hier machen wir jetzt unsere Hängematte fest. Ich knote das jetzt hier ein. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr hier diese Befestigungsschlaufen habt und das nur dafür verwendet, das hier einfach durch die Hängematte ziehen, dann habt ihr das direkt an der Hängematte. Aber das geht auch nicht auf beiden Seiten, das zeige ich euch gleich. Ich werde mir da wahrscheinlich auf die Dauer noch irgendwas einfallen lassen, weil das ist so nicht befriedigend. Ihr müsst jedes Mal hier knoten, aber zum Zeigen reicht es jetzt erstmal. So, dann knote ich jetzt hier mal die Hängematte ein. Dran denken, einen Knoten auf Slip legen, das heißt mit einer Schlaufe, dass ihr es wieder ziehen könnt, weil sonst setzt sich das Ding so fest,
dass ihr das nachher nicht mehr gelöst bekommt. So, jetzt habe ich die Hängematte mal hier oben eingehangen. Jetzt gehe ich zur anderen Seite. Von der Höhe sollte es in etwa so aussehen, dass die Hängematte mit der Spitze unten so am Boden hängt. Da habt ihr so einen Anhaltspunkt, wie hoch ihr die abspannen müsst. Auf der anderen Seite mache ich den Gurt so circa auf Hüfthöhe. Das ist ein ganz gutes Maß. Oder ihr könnt auch sagen, die Hälfte der Höhe von der anderen Seite, etwas drunter, das reicht. So, ich denke, so ist schon okay. Also so Hüfthöhe. Ja, und hier binde ich jetzt die Hängematte ein. So, das schön anziehen hier. So, dann sollte das Ganze so aussehen. Ich zeige es euch mal von Weitem. So sollte das Ganze also aussehen. Hier unten ist er eingeknotet, geht zu dem Baum. Das Seil hier sollte nicht zu hoch sein. Ihr müsst ja drüber steigen, um euch reinzusetzen. Ja, und dann geht das hier ganz einfach den Baum hoch. Das heißt, ihr braucht nicht mehr wie für eine normale Hängematte. Gut, dann probieren wir das Ganze mal aus. So, ich steige hier rüber, ziehe mir das hier schön auseinander. Dann kann ich mich hier reinsetzen. Und wie ihr seht, ist das wunderbar bequem. Das ist so ein richtig schöner Hängesessel. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr auf Tour seid, euch mal irgendwie ausruhen wollt, vielleicht nicht gerade eine Hängematte spannen. Dann sitzt ihr hier drin wie der König. Ihr könnt auch hier die Arme so rübernehmen, das hält auch. Und könnt euch richtig schön entspannen, was trinken und so weiter. Apropos trinken, ich werde gleich mal einen Schluck nehmen. Prost! Ja, und wie ihr seht, habt ihr ruckzuck einen bequemen Buschkraftsessel mit nur 2 Bäumen und könnt wunderbar sitzen, euch erholen. Und ihr habt wirklich mit dieser Hängematte mit 270 Gramm einen super bequemen Sitz mit, ultra leicht. Leichter geht es bald nicht mehr. Gut, die Baumgurte kommen noch dazu, aber das hält sich alles im Rahmen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein richtig schönes, gemütliches Lager. Das baue ich jetzt mal mit euch auf und zeige euch, wie man dann auch im Regen ein schönes Regenlager mit der Hängematte machen kann. Weiter geht's. Für den Lageraufbau habe ich jetzt erstmal die Hängematte wieder auf eine normale Sitzhöhe gebracht, dass ihr hier so richtig schön bequem drin sitzen könnt. Und jetzt werden wir das Tarp einfach oben drüber bauen, zwischen die beiden Bäume. Und dann habt ihr ein richtig schönes, gemütliches Lager, wo ihr vernünftig sitzen könnt.
An der Hängematte die Tropfschnüre nicht vergessen, weil wenn es den Baum runterläuft, werdet ihr nass. So. Und noch die andere Seite. Super, okay. So, jetzt habe ich das Lager aufgebaut. Hier steht alles. Wie ihr seht, ein richtig schöner Unterschlupf. Ich denke, ich mache mal einen Rundgang mit euch. Da seht ihr das Vordach, damit ihr nicht nass werdet, wenn ihr in der Hängematte sitzt. Mit den Beinen. Ihr habt dann auch noch ein bisschen Platz zum Kochen. Dann gehen wir mal hier rum. Ich habe mir jetzt hier in der Hängematte noch ein Fell reingelegt. Dann ist es schön warm am Po. Hier hinten ist noch reichlich Platz. Da könnt ihr dann, wenn es wirklich schüttet, eure Ausrüstung drunter verstauen. Auch noch in die andere Richtung was machen. Das ist perfekt. Ja, von innen sieht das Ganze dann so aus. Hier kann man dann wunderbar rausschauen. Da ist das Vordach und hier ist die Hängematte festgemacht. Da haben wir unsere Tropfschnüre, damit es nicht nass wird. Ja, und wie ihr seht, ist das perfekt. Die Breite vom Tarp sollte so 2 Meter sein, sonst könnt ihr die Hängematte nicht richtig abdecken. Dann wird es dann wahrscheinlich nass werden, also so 2 Meter müsst ihr haben. Ja, hier das Lager nun noch mal von vorne. Gehe mit euch mal rum, damit man mal von der Seite die Abmessungen sieht. So sieht das dann aus von der Seite. Wie ihr seht, hinter der Hängematte habt ihr noch reichlich Platz. Da könnt ihr noch ordentlich Ausrüstung verstauen im Regen. Ist gar kein Problem. Das ist übrigens ein 3x2 Meter Tarp, was ich hier benutzt habe von Aquaquest. So, und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Ein richtig schnuckliges Shelter. Ja, das war die Vorstellung der Mini-Hängematte von OneWind und was man alles Schönes damit anstellen kann. Ich finde das Ding echt praktisch und sowas könnt ihr natürlich mit einer normalen Hängematte hier nicht machen. Die ist einfach zu lang, da braucht ihr einen Riesentarp. Ja, und gerade für die älteren Semester unter uns, bequemer könnt ihr im Regen nicht sitzen. Für alle Interessierten verlinke ich natürlich die Hängematte und die verwendeten Baumgurte unter dem Video, ganz klar. Ja, mit den Schnüren hier werde ich mir natürlich noch was einfallen lassen mit dem Knoten. Das gefällt mir noch nicht so, aber ich wollte euch die Hängematte einfach mal vorstellen. Wenn ich hier was ändere, dann werde ich noch mal ein Update-Video machen, denke ich, wie ich das gelöst habe, weil mit dem Knoten, das ist noch nicht ganz so toll. Aber im Prinzip von der Hängematte ändert sich ja weiter nichts. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich werde mir jetzt wie immer noch einen Kaffee kochen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao, tschüss.